Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kanli, wir sind wieder in den Soundstar Studios und ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar den bekanntesten DJ aus München. Er hat viel zu erzählen, wir haben ein sehr, sehr angenehmes Gespräch geführt. Ich bin sehr, sehr froh, dass er hier ist. Mein Gast ist DJ Icecap, das ist Arts Talk, haut da rein. Servus. Grüß dich, Kandi. Alles gut? Alles gut. Freut mich, dass ich hier sein kann. Fühl mich gut, bin gesund, alles cool. Schön, dass du da bist. Freut mich, dass du hierher gefunden hast. Ich denke, wir fangen einfach mal direkt an mit meiner Standard-Anfangsfrage. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen damals und wie hat es bei dir alles angefangen, dass du angefangen hast, selber dich mit Musik zu beschäftigen? Also, wenn man mal ganz zurückgeht, war es bei mir eigentlich der klassische Weg. Ich habe erst mit Breakdance angefangen und war im Freizeitheim. Dann habe ich nebenbei angefangen, weil ich ziemlich gute Sprüher aus München kannte, so Cowboy 69, ABC Crew, Baptist, Lumit. Das waren halt damals ziemlich, also die besten, die es hier gab. Und es gab damals eine große Halle, die Negerhalle hat man die damals genannt. Da haben sich viele getroffen und haben gesprüht und es ist Musik gelaufen. Und ja, das erste Element war Breakdance, das zweite Element des Hip-Hop war das Sprühen. Und irgendwann, als ich halt mit dem Breakdance und dem Sprühen irgendwie gesättigt war, sage ich mal so, war es eigentlich ein Zufall. Und zwar habe ich im Freizeitheim die Tür zur DJ-Kanzel offen gesehen. Bin einfach reingegangen, habe den Kopfhörer aufgezogen und habe 2 Platten laufen lassen. Und dann ist halt der ganz große Zufall passiert, dass für mich hat sich's angehört, als wenn diese 2 Platten, die da laufen auf meinem Kopfhörer, dass die da miteinander echt, dass es sich gepasst hat. Das hat sich einfach gut angehört. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, der erste Schritt, den ich dann gemacht habe, war, ich bin ins Freizeitheim und habe gesagt, ich möchte mich beim DJ-Team anmelden. Und habe mich angemeldet und weil ich ziemlich jung war, ich glaube, ich war 13,5, 14 oder so. Und weil ich dann, 15 war ich. Ich habe 2 Jahre davor habe ich Breaken angefangen, 15 oder so war ich 15,5 und habe mich im DJ-Team angemeldet und wurde aufgenommen. Und ab da habe ich dann die Möglichkeit gehabt, auf Kosten des Freizeitheims regelmäßig Platten zu kaufen. Und habe dann auch angefangen für Jugendliche da freitags Partys zu machen mit 50 Pfennig Eintritt. Und das war so mein Start mit dem DJing, mit der Musik. Und dann hast du dich auch damit auseinandergesetzt, hast es quasi alles analog gelernt? Absolut analog. Also es gab keine Hilfsmittel, kein gar nichts. Also ich habe noch richtig, wie es damals jeder gemacht hat, seine Plattenkoffer getragen. Habe immer 1, 2 Freunde dabei gehabt, die die Platten für mich mitgeschleppt haben. Und die Plattenspieler waren immer 12-10er, es gab immer verschiedene Mixer und alles war analog, absolut analog. Und gibt es Künstler, die du da damals extrem gepumpt hast? So? Also ich habe tatsächlich, die ich gepumpt habe, war also der erste, der mir richtig, also den Schub gegeben hat, dass ich einfach noch mehr erreichen will, war, ich habe mir damals einen DJ aus den Staaten als Vorbild genommen gehabt und das war Cash Money, DJ Cash Money. Der wurde dann auch ein paar Mal Weltmeister und ich folge dem auch heute noch, ich schreibe mit dem auch heute noch. Und das war so der erste, mit der Single Marvelous mit Marvelous zusammen hat der damals die Cuts, die ich auf dieser Platte gehört habe, die Scratches, die waren für mich so legendär und auch das Auftreten von dem DJ auch auf vielen Partys, wo er dann in Deutschland unterwegs war. Ich war auch in ein paar außerhalb von München Partys, wo ich ihn live erleben durfte. Das hat mich einfach weggeboxt. Das war für mich einfach der Hero überhaupt schlechthin. Also der hat es mir damals richtig gesagt. Und dann hast du dem so dich daran orientiert, was er so macht und hast dann selber auch so ein bisschen dein Ding hochgezogen? Also ich habe halt dann angefangen,
viel das Album von anderen DJs mir anzuhören, die bei vielen Alben mitgewirkt haben. Ich war damals auch auf der Public Enemy Tour mit dabei und habe da den Terminator X von Public Enemy, den DJ, kennenlernen dürfen. Und als dann das Belly of the Cheap Beats Album kam von ihm, habe ich das Album gehört und es war so eine hervorragende Mischung aus richtig guten Raps, sozialkritischer Texte, aber was mich dann richtig fasziniert hat, war, dass dieses komplette Album auch komplett ausgestattet war mit Cuts. Also der DJ hat wirklich Beat-Juggling gemacht, wo während dem Beat-Juggling auch gerappt wurde. Er hat auf Intros hat der richtige Effekte gehabt. Der hat Töne hergenommen, die ich zu dem Zeitpunkt auch noch nie gehört hatte, weil das für einen DJ immer interessant ist, wenn er hört, mit was scratcht der andere DJ, was nimmt er für Töne her. Und das war damals, gab es nicht so eine große Auswahl an solchen Sachen, weil die DJs damals halt viele Samples genommen haben von Künstlern, die aus den 60er, 70er Jahren gestammt haben. Und die Amis haben da halt den Jungs uns hier halt ein bisschen was vorausgehabt, weil sie halt einfach von ihren Eltern diese Musik schon in die Wiege mitgelegt bekommen haben. Und deswegen haben die auch die Möglichkeit, in ihrem Kopf sich immer irgendwie zusammengeschnitten, hey, wenn ich das auf den Beat nehme und das transforme, dann hört sich das vielleicht cool an. Und dann haben die halt probiert. Und irgendwann haben die halt so diesen Stil bekommen. Und DJ Premier ist das beste Beispiel. Also der nimmt halt Samples her, die eigentlich nicht krass gescratcht sind oder so. Also wenn man die Weltmeister von heute so anschaut, aber sie sind halt krass effektiv. Also sie hören sich einfach brutal an, auch wenn sie ganz einfach gecuttet sind eigentlich. Warst du auch schon mal bei solchen Veranstaltungen, also bei Wettbewerben, DJ-Wettbewerben? Komischerweise habe ich das nie gemacht. Es haben viele zu mir gesagt, mach das, aber ich habe irgendwie nie den Vibe, den Drive dafür irgendwie gespürt oder gewollt, dass ich das machen will. Ich war immer, muss ich ehrlich sagen, immer so viel gebucht, dass mir der Hype, den ich mit dem Auflegen um die Person DJ Ice Cap gehabt habe, hat mir absolut gereicht. Also ich habe irgendwie nicht diesen Drang gehabt, mich mit anderen DJs zu battlen. Wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen der Gedankengang von, wer ist der Bessere. Ich habe noch nie irgendwie diesen Drang gehabt, mich mit Leuten zu messen, dass ich der Bessere oder besser bin wie der oder der. Also das hat mich nie interessiert. Mich hat interessiert, dass ich meine Sets, die Musik, die ich auflege, ob die im Club ankommt und ob die Leute die ganze Nacht mit mir feiern bis zum geht nicht mehr. Also für mich war ein gelungener Abend immer nur dann, wenn um 5 in der Früh die Lichter angegangen sind im Club und die Leute einfach nicht gegangen sind. Wenn der Laden noch genauso voll war wie um 12 Uhr und der ganze Laden rappelvoll und Licht an und wir die Leute wirklich übers Mikrofon 7, 8 Mal drum beten mussten, bitte verlasst das Lokal, wir müssen jetzt zumachen, wir haben Feierabend. Das war für mich das Schönste an der ganzen Geschichte eigentlich. Also so, komm vorbei, lass uns eine geile Zeit haben, scheiß auf jeden Konkurrenzkampf. Ganz genau. Konkurrenz war noch nie so mein Ding. Noch nie. Und seit wann, also du bist ja Künstler komplett, du bist 100% Künstler, du hast keinen Nebenjob mehr oder so? Also ich habe was gelernt natürlich. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Hotel für Jahreszeiten, habe Restaurantfachmann gelernt. Aber habe irgendwann, also ich lege jetzt seit 1988 auf. Und irgendwann habe ich halt mit dem Auflegen mehr verdient wie meine Mama und mein Papa zusammen. Und habe halt dafür aber nur 6 Tage arbeiten müssen. Und irgendwann nach der Ausbildung habe ich halt gesagt, okay, schauen wir mal, was passiert, wenn ich das wirklich so mache, dass ich alles annehme und alle Angebote, die ich mal so mir durch den Kopf gehen lasse, wenn ich die alle mal so auf ein Blatt Papier schreibe und mir die raussuche, auf die ich Bock habe, wenn ich die alle wirklich wahrnehme, wo das hinführt. Und das war, mich fragen oft Leute im Stream und auch auf Insta, würdest du alles heute nochmal machen, wenn du nochmal jung wärst? Und ich würde definitiv ja sagen. Weil ich habe mich für Sachen entschieden, die einfach für mich gut waren. Ich musste nie auf irgendwas verzichten. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe so viele richtig krasse Künstler in meinem Leben kennengelernt. Und das zeigt irgendwo schon, dass ich, sagen wir so, fast alles richtig gemacht habe. Ein paar Dinge würde ich vielleicht anders machen. Ich würde mich bei ein paar Dingen tatsächlich anders entscheiden. Aber im Großen und Ganzen 90% habe ich auf jeden Fall alles richtig gemacht.
Und du hast gerade schon gesagt, es gibt Künstler, die haben dich geflasht, du hast krasse Künstler kennengelernt. Gibt es einen Auftritt oder eine Zeit, wo du besonders geflasht warst oder wo du jemanden kennengelernt hast oder einen Abend, der deinen zukünftigen Werdegang beeinflusst hat? Also DJ-technisch ist es erst spät passiert, aber ich habe damals in den 90er Jahren, ich war mit Outkast auf Tour, Missy habe ich gemacht, ich habe in der Türkei 50 Cent gemacht, ich habe so viele Underdogs noch kennengelernt, die danach groß geworden sind. Ich habe viele R&B-Künstler begleiten dürfen durch den ganzen Abend als Support-DJ. Aber so was mir erst spät aber da war ich schon komplett DJ. Also, aber was mir nochmal so richtig Spaß gemacht hat, und dafür danke ich auch dem Marco, der mir das Booking damals klar gemacht hat, das war Premier. DJ Premier war für mich ein absoluter Flash. Das war jetzt vor 3 Jahren. Und das war für mich sowas von schön, weil es hat Gefühle bei mir hochgejagt, wo ich mir gedacht habe, ich bin in meiner Jugend mit seiner Musik viel als Hip-Hop, weil der hat ja so viele Sachen produziert, wo viele gar nicht wissen, dass er das sogar war. Aber das hat mir so einen Flash gegeben, weil er ist ja noch mal älter wie ich. Und der hat noch so viel Spaß dran und der hat ins Mikro geschrien, der hat rumgescratcht, der hat rumgecuttet und das war für mich phänomenal. Also das ist für mich eine absolute, also ein legendärer DJ für mich. Hat dich geflasht auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ich habe dann noch DJ Jazzy Jeff aufgelegt. Ich habe die Outlaws gemacht von Tupac. Ich habe The Game gemacht. Ich habe, es sind so viele Snoop Dogg, was weiß ich. Ich habe, es sind so viele, die fallen mir alle gar nicht ein jetzt, aber man muss einfach mal meine Biografie abchecken, da steht jeder Einzelne aufgelistet und es sind wirklich ganz, ganz viele. Also es sind sehr, sehr viele, für die ich aufgelegt habe. Wir befinden uns gerade in der Corona-Phase. Die Corona-Phase, also diese ganze Sache, die hier gerade abläuft, trifft viele Menschen, also unter anderem auch deine Veranstaltungen. Was sind gerade die Sachen, die dir wegbrechen, die Veranstaltungen, und wie gehst du damit um und wie denkst du, kann man das kompensieren? Tja, also Corona schuldet mir viel Geld, das ist mal klar. Nur es trifft mich genauso wie alle anderen. Also ich würde mal so sagen, es ist eine schwierige Zeit für jeden. Es ist vom Booking her fällt vieles weg. Es ist vieles weggebrochen. Es ist kein Geldeingang da. Das ist klar, da brauchen wir alle nicht lügen. Also jeder DJ, der zu Hause live geht, verdient ja kein Geld. Und die Bookings, wenn nicht da sind, dann hast du auch kein Geld verdient. Und was man dagegen vielleicht machen kann, ist eine ganz gute Frage. Also so richtig könnte ich es gar nicht zu 100% beantworten. Ich habe bis jetzt nur eine einzige Möglichkeit für einen DJ gesehen. Ich kann jetzt nur von einem DJ ausgehen. Also vielleicht ein Rapper hat eine andere Möglichkeit, weil er vielleicht eine Single veröffentlicht und dann die durch die Decke geht, weil vielleicht mehr Leute zu Hause sitzen und man vielleicht ein bisschen mehr verdienen kann mit den ganzen Spotifys und YouTubes und Deezers und was weiß ich was. Aber für mich als DJ ist es so, ich habe gesehen, dass ein paar DJs in ihren Livestreams zum Beispiel oder das Veranstalter sagen, hey, er unterstützt den Künstler und spendet was, weil er halt keine Bookings hat oder so. Das ist momentan das Einzigste, was ich so mitbekommen habe, was einige machen. Nur ich habe mich absolut wirklich hingesetzt, habe darüber nachgedacht und ich habe mich dagegen entschieden. Weil ich glaube, soll mir auch keiner böse sein, ich verurteile absolut überhaupt niemanden, der das macht. Ja, das möchte ich ganz klar sagen. Aber ich bin der Meinung, in der heutigen Gesellschaft sind da mit Sicherheit viel mehr Leute unterwegs, die das dann doch vielleicht als schau an, der DJ Ice gebettelt hier um Geld, dass das dann in diese Richtung gehen könnte. Ja. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte einfach nur das, dass ich mein Geld für das bekomme, wenn ich auch Leistung bringe. Wenn ich halt keine Aufträge habe und wenn ich nicht auflegen muss, dann muss ich halt mit dem leben, was ich halt habe, mit dem auskommen, was ich halt bekomme. Ja, bin ich irgendwie mit dir. Du hast natürlich auch eigene Projekte. Du arbeitest gerade an einem Mixtape. Was genau hast du da vor? Wie wird es ablaufen? Also ich mache ja viele Mixtapes und auf Mixcloud könnt ihr die Mixtapes hören, die ich bis jetzt gemacht habe. Und ich hätte gerne ein Mixtape jetzt an den Start gebracht, wo ich wirklich alle Münchner, vor allem Münchner, in das Mixtape packe mit ihren besten Songs.
ich die richtig abmische und man das dann als ein sozusagen Support Your Local Heroes Mixtape mit DJ Icecape an den Start bringt, damit die Leute hier auch mal mitbekommen, dass wenn man jetzt auch Oldschool ist, dass es dann nicht automatisch immer heißen muss, dass das neue Zeug alles scheiße ist, weil der Meinung bin ich halt absolut nicht. Und ich bin immer schon, Musik ist eine Sache, wenn man mit Musik eine bestimmte Stimmung erwischt, dann kann auch ein Song von einem Typhoon, der ein schönes Lied gerappt hat, ein Lied gerappt hat, wo die Aussage eine richtig starke ist, die kann mich genauso berühren wie ein Song aus den 90ern, weil es einfach immer darauf ankommt, bei der deutschen Sprache finde ich, da ich sie sehr gut verstehe, wie jeder, der hier lebt, ist es eine ganz coole Geschichte, wenn man wirklich einen Artisten, einen Rapper, eine Sängerin hat am Start, die wirklich über was Sozialkritisches auch mal singen kann oder rappen kann oder etwas rappt, wo man das dem Künstler auch abnimmt, dann berührt mich das genauso. Und deswegen finde ich, ist das eine gute Idee, das Mixtape zu machen, weil wir haben mittlerweile echt gute Leute hier in München am Start. Und wenn die alle zusammen bei mir auf dem Mixtape Platz nehmen, dann und wir das alle pushen, das Mixtape, dann ist das einfach eine ganz richtig schöne, geile Geschichte, wie man diese ganze Sache supporten kann, weil jeder macht seine Kanäle auf, jeder supportet das Mixtape und jeder kann jeden unterstützen und die Leute, die diese Musik, dieses Mixtape hören, die können dann selber entscheiden, gefällt mir das, der taugt mir, der Rapper gefällt mir und wenn die mal hier irgendwo auftreten, dass die dann auch irgendwie sagen, hey, ich habe den auf dem Mixtape gehört und ich gehe mal auf die Veranstaltung, ich ziehe mir den mal live rein. Ja, klingt cool. Also du nimmst dann quasi die A-Cappella-Spuren von den Künstlern und machst dann Remixes drauf? Es wird beides passieren. Also wenn ein Song wirklich brutal ist, wo man sagt, hey, an dem machen wir nichts mehr, dann mache ich auch an dem nichts mehr. Aber ich werde auch mit Sicherheit das in die Richtung gehen lassen, dass es halt nicht so ein... Also ich höre mir ja viele Mixtapes an mit Deutschrap und so. Das ist ja mittlerweile kein echtes Mixtape mehr, was die Leute da raushauen. Also ich kenne Mixtape. Für mich ist ein Mixtape, hört sich ein bisschen anders an. Und zwar, es muss schmutzig sein, es muss dreckig sein, es muss in die Fresse hauen. Der DJ muss ab und zu schreien, der muss was ansagen oder es muss ein Beat laufen, den jeder kennt, sozusagen ein Blend machen, wo man dann erwartet, dass jetzt zum Beispiel auf dem Beat von Mobb Deep einer Havok oder vom Mobb Deep einer rappt, dass man dann sagt, oh, plötzlich rappt einer Deutsch, dass man sagt, hey, das hört sich geil an. Absolut cool gemacht, das Teil, dass man halt das Gefühl hat, an dem Mixtape wurde gearbeitet. Also das Mixtape soll so sein, dass man wirklich alle Fächer sozusagen bedient, dass Scratches drauf sind, dass Ansagen drauf sind, dass Werbung drauf ist, dass Blends drauflaufen, dass Remixe drauflaufen, dass es halt komplett vollgepackt ist mit richtig da, wo die Kultur auch herkommt, also aus den 80er, 90er Jahren, wie ich Mixtapes kennengelernt habe. So ein Mixtape soll das werden. Du hast gerade schon die Münchner Rap-Szene angesprochen. Sagst, du möchtest auch eigentlich nur mit Münchner Rappern zusammenarbeiten, weil du sagst, du siehst hier viel Potenzial. Welche Münchner Rapper, also was hältst du von der Münchner Szene? Mit welchen Münchner Rappern bist du cool? Und was glaubst du, ist das Problem, dass München in den letzten Jahren nie wirklich den Sprung geschafft hat, wie andere Städte wirklich regelmäßig krass abzuliefern? Wie Berliner Rapper, wie Frankfurter Rapper, wie Hamburger Rapper. Alle sind am Start gegen Gold und Platin und die Münchner Rapper sind alle... Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also ich werde jetzt wahrscheinlich eine Antwort geben, die viele schon kennen, aber ich denke mal, es hat schon was damit zu tun, weil ich habe auch für Deutschrapper auch aufgelegt. Also ich habe ja das Hip-Hop-Festival aufgelegt hier in München, wo Bushido, Kollega, EA Sports, Shindy, Ali Boumaier und viele dabei waren. Habe auch in Frankfurt für viele aufgelegt. Und so was ich immer höre, ist, dass die halt viel der Meinung sind, dass halt München eine Nase-Hoch-Gesellschaft ist. Man nimmt halt München nicht so sehr ernst, weil man halt immer denkt, dass es hier alles so glatt läuft und halt Snob verseucht ist, hier das München. Und das ist wahrscheinlich der größte Grund, warum einfach diese Münchner Szene halt nie so richtig ernst genommen wird. Und Würdest du das Gegenteil behaupten? Ich würd das Gegenteil 50-50 behaupten. Also
ich liebe meine Stadt, ich liebe München, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen anders unterwegs, weil ich halt einfach die 80er, 90er Jahre hier in München erlebt habe. Und zu unserer Zeit gab es hier zum Beispiel die Army-Kasernen. Es gab, also dieser Deutsche wurde nicht so groß geschrieben, wie er heute geschrieben wird. Aber wir haben damals die Army-Kasernen gehabt, die Clubs waren voll, es gab 7, 8 reine Hip-Hop-Clubs, wo richtig echter R&B und richtiger Hip-Hop gespielt wurde und die Leute waren anders unterwegs. Also in meiner Zeit sind aus der Umgebung von München, aus Nürnberg, aus Stuttgart, aus Würzburg, sind die Leute zu uns gekommen, nach München zu feiern. Weil wir hier echt eine starke DJ-Liga, also die DJs waren hier echt stark, weil sie auch die ganzen Army-Kasernen bedient haben mit der Musik. Und wir hatten damals auch noch den Marienplatz, der wirklich stark war. Also die Marienplatz-Jungs, wir waren ein Riesenmob und Reitschule, das waren alles so Locations, so Brennpunkte, wo sich wirklich nicht 5, 6 Freunde getroffen haben, sondern das war eine richtige Macht hier in München. Und das ist halt heute einfach nicht mehr gegeben. Deswegen sage ich mal, szenemäßig ist München also schwach vertreten, muss ich ehrlich sagen, weil wenn ich heute 35, 40 bin und ich will irgendwo hingehen, wo die Musik von früher gespielt werden soll, dann gibt es hier in München keinen einzigen Club, der das wirklich spielt. Sondern diese Musik wird nur noch als Warm-up hergenommen und es wird aber nicht mehr wirklich zelebriert, weil einfach es irgendwo verpasst wurde, dass man diese Musik am Leben so erhält, dass es wirklich jeden Samstag die Möglichkeit gibt, auf so eine Party zu gehen, wo man auch diese Leute trifft von früher. Ja. Und junge Leute können sich genauso dazu bewegen, dass man sich mal interessiert, wo kommen diese ganzen Samples, diese ganze Musik, was die heute hören, ist sehr vieles aus den Wurzeln entstanden, aus den 90er Jahren. Und viele interessieren sich dafür halt nicht mehr, deswegen ist es ein bisschen schwach, aber Deutschrap ist wieder eine andere Geschichte. Jetzt ist eine Sprache an der Reihe hier, die jeder versteht. Und es gibt so viele mittlerweile. Also jeder ist DJ, jeder ist Rapper, jeder ist Produzent. Jeder macht einfach. Und es ist heute auch mit der Technik in Kombination nicht mehr so schwer, etwas umzusetzen. Man muss heute mit Tutorials überhaupt keine Angst mehr vor gar nichts haben. Und hervorrufen würde ich gerne, ja, ich habe für meine EP, die ich gerade zusammenbaue, habe ich so Leute am Start wie den Berapis, den Kanki, Ziggy Brown. Ich habe mit Dimi einen Wahnsinns-Blend-Up gemacht. Sie hat auch 2 Songs auf meiner EP. Dann ist Typhoon mit dabei. Es ist Shaq ist mit dabei. Es sind wirklich wirklich, ich habe mir sehr lange überlegt, es sind echt gute Leute dabei. Und ich habe auch noch ein paar andere Leute auf dem Schirm, die ich vielleicht anschreibe. Zum Beispiel Agro gefällt mir sehr gut. Dann habe ich, mir fallen jetzt leider die Namen nicht ein, aber ich weiß es nicht. Aber ich habe noch 2 Damen auf dem Schirm bekommen, die mir ziemlich gut gefallen, die auch aus München sind. Und da wird versucht, auch der Kontakt hergestellt zu werden. Also es ist heute nicht mehr so schwer, an Künstler ranzukommen, wie es früher mal war. Weil heute einfach jeder bereit wäre, gewisse Dinge miteinander zu machen, wenn halt die Möglichkeiten da sind. Also man muss heute ein Studio haben können, man muss sich hinsetzen können, die Beats zu bauen. Dann muss man halt die Möglichkeit haben, das einzurappen. Dann muss man schauen, ob man da noch was feilt und dies. Wenn man das alles wirklich umsetzen kann, dann ist das alles also wirklich heute kein Problem mehr in meinen Augen. Du hast ja auch eine Gang, beziehungsweise ein Management, Slay Entertainment. Slay Entertainment, ja. Erzähl mir über Slay Entertainment. Slay Entertainment ist für mich Familie. Also die haben, Slay Entertainment hat mir bei so vielen Sachen geholfen, ob es der ganze Papierkram ist, ob es wirklich die Produktion von meiner EP ist, ob es Fotoshootings sind, ob es Videoshootings, die jetzt bald anfangen sind, ob es Blends umzusetzen, ob es darum geht, auf den ganzen Portalen alles hochzuladen, ob es darum geht, meine Bookings, die Verträge wasserdicht zu machen. Also ich habe mit Slay Entertainment absolut einen richtig, richtig starken
Rücken, weil ich auf allen Ebenen, die ich brauche als Künstler, komplett abgedichtet werde, also komplett bedient werde und ich auch bei nichts enttäuscht werde. Also es ist immer für mich irgendwie, wurde bei Slay Entertainment bei mir immer irgendwie ein Weg gefunden, dass ich am Ende das, was ich gerne machen möchte, auch umsetzen konnte. Das ist Slay Entertainment für mich. Und Slay Entertainment hat auch wirklich die Ambition, gute Künstler immer irgendwie an den Start mitzubringen, zu supporten, meine Veranstaltungen, die bald kommen, die mitzuwerben, auf allen Plattformen zu bewerben und das ist ein Entertainment, sozusagen eine Familie, die halt für mich alles möglich macht, was ich wirklich brauche, um in der heutigen Zeit mit den heutigen Spielregeln auch mitspielen zu können. Du hattest in der Vergangenheit oder hast immer noch Kontakt auch mit Großes K und BA? Yes. Was geht mit den Jungs so? Also Großes K wünsche ich mir auch auf meine EP und da machen wir auch eine Single. BA auch auf jeden Fall, also er ist ja auch bei Slay Entertainment, also er ist Familie. Und wir haben leider noch nicht so viel gemacht gehabt, weil er sich mit seinen Projekten beschäftigt hatte und ich hatte auch sehr viel Bookings und war auch viel im Ausland unterwegs, aber er kommt auf jeden Fall auch auf meine EP. Die Frage ist halt jetzt mit dem Corona, die ist halt eine ziemliche Pause drin, eine Lücke, wie wir das umsetzen, was für eine Kollabo das werden soll, ob man vielleicht Kandala und BA auf einen Song packt oder ob wir jedem einen machen und das dann auf die EP machen. Und also ich bin ja sowieso so, ich rede mit meinen Jungs und wenn die mir sagen, ich würde es gern so haben oder so haben, ich bin der Letzte, der Nein sagt. Und wir suchen dann den besten Weg, wie wir es dann umsetzen. Genauso mit Typhoon 089, also von dem ich auch absolut total zu 100% überzeugt bin. Der wird auch auf meiner EP sein und der wird genauso, also der wird mit Sicherheit genau wie BA und Kandala auch genau das umsetzen, wo man danach sagen kann, wir sind echt stolz, dass die Jungs in München auch was gemacht haben. Ja, ihr wart auch damals im Be-Tight-Konzert. Ja. Da habe ich euch damals auch kennengelernt. Ja, ja. War eine coole Nummer damals. Ja. Hat funktioniert. Ja. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Du hast in der Vergangenheit auch nicht nur positive Sachen erlebt. Möchtest du mit mir über deinen Gefängnisaufenthalt sprechen? Ja, also ich habe eine sehr lange Haftzeit hinter mir. Und ja, das Delikt ist, das werde ich hier nicht ansprechen, das würde nicht passen, aber es war eine sehr lange Haftzeit und die Haftzeit hat mich von vielen sozusagen vor vielem gerettet. Also ich habe, obwohl es eine lange Haftzeit war, habe ich am Ende dann doch, wie soll ich sagen, ich weiß noch, als ich in Haft war und ich meinen ersten Besuch von meinem Vater hatte, hat mein Vater zu mir gesagt, also obwohl es halt mein Vater wusste, dass es sehr viele Jahre sind, die ich nicht da sein werde, aber er sagte zu mir, er hat geweint vor mir und hat gesagt, Barisch, weißt du, du bist zwar jetzt hier, aber ich weiß, dass du das verstehst, wenn ich dir das sage, aber das macht mich sehr glücklich, hat er zu mir gesagt. Ich habe das auch sofort verstanden, weil der Knast war für mich tatsächlich die Rettung von all dem, was ich getan habe, die mich dann schlussendlich in den Knast gebracht haben. Und ich habe dann auch wirklich ein absolut sauberes und dem Regeln entsprechend meine Haftzeit gelebt. Und als ich 2014 rausgekommen bin, habe ich auch nie wieder irgendwas mit dem Leben von früher irgendwie zu tun gehabt. Also es war eine harte Zeit. Die Zeit hat mich auch vieles gelehrt. Ich habe, wenn man so viele Jahre nur mit Männern in einem Haus lebt und seine Zelle als Zuhause sieht, dann ändert das einen Menschen. Das macht aus einem Menschen, also es erweckt Gedanken und es regt zum Denken viel an. Es macht aus dir einen anderen Menschen, das muss man schon sagen. Also ich rede jetzt nicht von einer Haftzeit von 2-3 Monaten, aber wenn man wirklich ein paar Jahre ist, dann ist es halt für einen
ein bisschen eine neue Erfahrung, die halt, man muss halt selber zulassen, man muss halt selber wollen. Also ich kenne auch viele, die raus sind und haben genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, aber bei mir war es tatsächlich also für mich war es eine Rettung. Also ich war danach nicht mehr derselbe Mensch und ich würde auch nie wieder in diese Kreise zurückgehen und ganz geschweige denn davon, dass ich irgendwas konsumieren würde. Das würde für mich nie wieder in meinem Leben in Frage kommen. Es gibt Menschen, die kommen nach so einer langen Haftstrafe aus dem Gefängnis und kacken erstmal ab, sozialtechnisch auch. Haben Schwierigkeiten, noch wieder Fuß zu fassen im Leben. Bei dir ist die Kurve ein bisschen anders. Ja. Bei dir läuft. Was waren die Gründe, dass es bei dir läuft? Hat dich die Musik auch mit aufgefangen? Also, ich habe im Knast habe ich fast grundsätzlich nur Tupac gehört. Ich habe auch mir im Knast, es ist ein bisschen klischeemäßig, aber für mich war die Musik von Pac wirklich, hat mir echt sehr viel geholfen. Es ist echt komisch, das zu sagen, aber es hat mir echt viel geholfen. Und ich habe mich dann auch entschlossen in der Haft, ich habe mir auf die Brust auch Tupac stechen lassen. Und die Entlassung war dann so, also die Musik war eigentlich, dieses DJing war bei mir überhaupt nicht auf dem Plan. Und die Geschichte zu, dass viele da anfangen, wo sie aufhören, wenn sie entlassen werden, ist viele haben leider nicht die Möglichkeit, dass sie von Menschen aufgefangen werden, die man wirklich Familie nennen kann. Also bei mir war es so, ich habe kurz vor Ende meiner Haftzeit habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Und meine Frau war diejenige, die gesagt hat, du kannst nicht aufhören, einfach Musik zu machen. Es wird dir mit Sicherheit sehr viel bringen, wenn du wieder mit Musik was machst und so. Und lange Rede, kurzer Sinn. Eines Tages komme ich nach Hause und meine Frau hat sich immer so einzeln, so peu à peu über Monate, hat sie sich immer so die Namen von dem Equipment, was man heute zum Auflegen brauchen würde, hat sie sich von mir so erschlichen sozusagen aus meinem Mund. Und irgendwann komme ich nach Hause und das ganze Equipment nagelneu, ein Riesenberg stand vor meinen Augen und ich fix und fertig mit den Nerven und hat gesagt, so jetzt bau das auf und jetzt fang an. Geil. So war das. Also ich bin der Meinung, ich habe das auch zufällig heute gepostet, man ist immer nur so stark, wie die Frau einem im Rücken stärkt und bei mir war es so, ich habe viel Liebe und viel Stärke von meiner Frau bekommen und ich habe auch dann die Unterstützung von gewissen Leuten bekommen, die mich dann am Anfang unterstützt haben, dass ich in Clubs mal wieder auflege, um das Feeling wieder zu bekommen, wie die Leute heute so ticken, was man heute so spielen muss. Ich habe mich dann durch Slay Entertainment auch bei den ganzen Music Pools anmelden können, DJ City, BPM Supreme und habe die Möglichkeit, immer das Neueste, was die Leute heute so brauchen, mir downloaden zu können, auf legale Art und Weise, mit guter Qualität. War musikmäßig dann irgendwann nach einem Jahr komplett aufgestellt, so dass ich hätte überall auflegen können und das ist dann auch so passiert. Ich habe dann der einzigste Gedanke war dann nur, wie komme ich jetzt irgendwie wieder an die Leute ran, sodass man mich auf den Schirm kriegt. Und ich habe dann tatsächlich einen absolut krassen Oldschool-Gedanken umgesetzt und habe gesagt, damit die Leute von mir Notiz bekommen, muss ich die ganzen Straßen von München bis weit hinaus mit der heutigen Möglichkeit, mit dem ganzen Social Media, ich muss dieses Land mit Mixtapes verseuchen. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe jede Woche ein Mixtape rausgehauen. Ich habe angefangen, eigene Remixe zu machen, Blends zu machen. Ich habe die von hier bis nach New York, bis nach Miami, bis nach Würzburg, bis nach Hintertupfing, überall hin habe ich die in jede Gruppe gepostet. Und habe ganz einfach, ganz klein angefangen mit dem, was man heute machen kann. Wurde zu 100 Mal auch auf Facebook geblockt, weil ich zu viel gepostet habe oder was weiß ich was, weil die Musik nicht erlaubt war, weil die Urheberrechte nicht da waren oder weil der Blend nicht in Ordnung war oder keine Ahnung, irgendwelche Rechte halt nicht gestimmt haben. Aber ich kann es nur jedem DJ empfehlen. Also ich kann es nur empfehlen, denn ich bin das beste Beispiel dafür, dass man im Leben wirklich, also ich habe auf der Straße gelebt, ich habe Knast gemacht, ich habe Drogen in meinem Nacken gehabt, ich habe meine Mutter verloren, ich habe wirklich nach allem, was ich erlebt habe, habe ich tatsächlich einfach nicht viel nachgedacht.
Ich habe einfach gemacht. Ich habe einfach gesagt, ich mache Mixtapes. Irgendwelchen Leuten wird das schon gefallen. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich angefangen, das Schritt für Schritt einfach größer zu machen. Und irgendwann kamen die Bookings und irgendwann haben Menschen gesehen, hey, ich will den und den Künstler nach München holen. Wenn ich den hole, wen kann ich da als DJ holen? Da nützt mir ein 18-jähriger Junge nicht. Und da hat sich für mich die Lücke, ist für mich aufgegangen. Dann haben die gesagt, ey, der ist wieder am Start, den kennt ganz München. Also muss ich den irgendwie fragen, ob der auf meiner Jam auflegen will. Und der und der Künstler ist auch noch da. Und MOP habe ich aufgelegt. Das war so der erste richtige große Schritt. MOP, ich habe aufgelegt auf der Party. Da waren Partyveranstalter. Ich habe nach MOP 4 Veranstaltungen für andere Partys bekommen. Und so ist mein Schritt immer größer geworden. Dann kamen andere Künstler wieder dazu. Und dann habe ich plötzlich in einem Jahr so viele Künstler live als Support-DJ machen dürfen. So viele Künstler machen normalerweise DJs in ihrem ganzen Leben nicht. Also wenn man anfängt mit dem Hip-Hop-Festival in München, also von Bushido angefangen über Shindy, über Mosh, über wer alles da war und dann noch DJ Jazzy Jeff, Premier, The Game, MOP, 112, übrigens am Geburtstag von Biggie gemacht und Horace Brown und hast du nicht gesehen, Tiger war ich noch mit drauf. Also es waren dann so viele Künstler auf einmal, dass eigentlich es eigentlich unmöglich gewesen wäre, dass auf mich nicht andere Menschen auch aufmerksam werden, weil ich auch dementsprechend mit Slay Entertainment Videos dazu drehen konnte, so das, was man halt heutzutage machen muss, um bei den Leuten halt auf den Schirm zu kommen. Und so ist es dann passiert auch alles. Und was hast du jetzt in der Zukunft noch vor? Also wichtigstes Projekt ist meine EP. Die EP, wenn ich die irgendwann jetzt mal schaffe, fertig zu kriegen, dann werde ich diese EP raushauen. Ich habe einen Blend mit einer Künstlerin, wie ich es erwähnt habe, schon gemacht, mit der Dimi. Die ist eine hervorragende Sängerin, ein absolutes Ausnahmetalent. Und ich bin krass stolz, dass sie auch auf der EP dabei ist. Wirklich krass stolz. Und wenn sie die Zeit hat, ist sie auch immer, kommt sie auch nach München hierher, bleibt auch bei uns und wir tauschen dann immer neue Gedanken aus und Ideen und setzen ihr Projekt um. Sie wird auch ihr Album machen, wo ich mit dabei sein kann, darf. Und dann werde ich sozusagen die EP als größten Plan, den ich versuche dieses Jahr noch umzusetzen, in meinem Kopf. Also ist das der größte Plan. Und ja, ansonsten, ich hoffe, dass dieses Corona bald vorbei ist, ich meine Gigs wieder habe. Ich mache viele Blends, Remixe, die man auf DJ Ice auch alles sehen kann, auch auf Mixcloud und vor allem auf YouTube. Ich hau alle Remixe jetzt frei, ohne DJ-Shoutouts, also so, dass sich alle DJs, die Bock drauf haben, die auch, wenn ihnen ein Blend gefällt, der auf YouTube, den sie hören, können sie mich auch anschreiben und sagen, hey, den hätte ich gern, den kann ich ihnen auch in guter Qualität dann schicken. Und das ist so mein absolutes Tun und Werkeln, was ich momentan mache. Okay, cool. Also ich finde, es war ein sehr, sehr interessantes Interview. Gibt es noch was du den Leuten mitgeben möchtest? Abschließende Worte, irgendeine Botschaft, die du erzählen möchtest? Deine abschließenden Worte. Also meine abschließenden Worte sind folgende. Und zwar, was mir wirklich am Herzen liegt, ist, man fragt mich immer, Icy, wie stehst du denn so zu der neuen Musik, zu der neuen Szene? Also so das Deutschrap ist mittlerweile, hat die Volksmusik von Platz 1 abgelöst. Also die mittlerweile umsatzstärkste Musik in Deutschland ist tatsächlich der Deutschrap. Ja. Wie stehst du zu dieser Musik? Wie stehst du zu den neuen Geschichten? Also so diese ganzen Drake und Chris Brown und Future und hast du nicht gesehen, The Baby und wie die ganzen Künstler von heute auch heißen mit dem heutigen Hip-Hop aus den Staaten. Wie stehst du komplett zu dieser ganzen neuen Musik? Und zwar in Kombination mit der Ansage, die ich gerne machen würde, ist das folgende. Also erstens mal, ich als DJ Ice, es wäre ein fataler Fehler für jeden DJ, wenn er sagen würde, nein, ich höre nur den Oldschool und nur Oldschool ist cool und nur das Oldschool ist gut, das neue Zeug, heute kann man alles nicht hören. Das ist leider falsch. Weil du musst heute, wenn du ein DJ bist, der mit einer 199-Euro-Konsole zu Hause für sich auflegt, dann kannst du diese Meinung teilen, dann ist das auch dein gutes Recht. Dann kannst du auch, das ist ein Lebensstil, das ist eine Lebenseinstellung, die du dann hast, dann kannst du das auch so machen. Aber wenn du jetzt also ich möchte, dass die Leute erstmal verstehen, ich bin kein DJ, der zu Hause alleine für sich selber auflegt vor der Wand,
sondern ich werde auf vielen, vielen Events, auf vielen Veranstaltungen gebucht. Und wenn ich da hingehen würde mit diesem Denken, dann würde ich genau einmal auflegen, würde kein Folgebooking kriegen und ich könnte auch nicht wachsen, weil ich muss für das neue Publikum von heute genauso auflegen können, wie für die Leute aus den 80er, 90er Jahren. Das ist schon mal, also das sollen mal alle ganz, ganz klar verstehen. Das Zweite ist, ich habe Mixtapes, die neue Musik beinhalten, genauso wie mit der alten Musik. Viele nehmen mich nicht auf den Schirm, weil sie sagen, ja, der ist aus der Oldschool-Geschichte und der macht nur Oldschool. Das stimmt nicht. Meine Muttersprache-Mixtapes sind erfolgreich bis zum geht nicht mehr. Die sind wirklich, wirklich gut am Start. Das nächste ist, ich würde mir wünschen, dass wenn Leute heute weggehen, wenn sie heute wirklich in den Club gehen und ein DJ versucht, nicht so zu klingen wie alle anderen DJs, sondern er versucht einfach den Leuten das, was ein DJ schon immer gemacht hat eigentlich, Sachen um die Ohren zu hauen, wo sie nicht jeden Tag im Radio oder auf ihrer Spotify-Liste hören, sondern wirklich Musik hören, wo der DJ sagt, hey, gib dir mal das, was für ein krasses Teil das ist. Hört nicht auf, nach 1, 2 Liedern, nur weil ihr sie nicht kennt, gleich auf der Tanzfläche auf zu tanzen. Oder sagt, was war denn das und so. Nein, ihr müsst mal anfangen, Musik wieder so zu hören, dass ihr den DJ so wahrnimmt, wie er schon immer als DJ war. Der DJ war ein Selector. Der DJ war derjenige, der euch neue Musik nahegebracht hat und ihr irgendwann mit der Mischung aus bekannten Liedern eine Party geformt bekommen habt vom DJ, wo ihr gesagt habt, hey Alter, da war Sound, den ich noch nie gehört habe, da waren Remixe, die ich noch nie gehört habe, da war echt geiler Sound am Start, dass ihr anfangt mal versucht wenigstens die Musik im Club wieder so zu hören. Denn meine größte Ansage ist die, supportet nicht jeden Ficker. Supportet nicht jeden Deppen, der mit Hip-Hop gar nichts zu tun hat. Supportet die Leute, die wirklich, wenn ihr mal, alle sind heute gut drauf, mit dem Daumen jede Seite schnell, zack, 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 rauf und runter zu schieben, dahin zu gehen, den zu liken, den Beitrag sich anzuschauen. Checkt mal immer erstmal ab, wen ihr da vor euch habt. Schaut mal an, seit wann macht der Musik, für wen hat der Musik gemacht, mit wem hat der schon aufgelegt, welche Clubs hat der schon aufgelegt. Und dann, wenn ihr auf eine Party geht von diesem DJ, dann gibt ihm Liebe. Gibt ihm Liebe für das, dass er das so lange macht. Ich rede jetzt nicht nur von mir. Es gibt so viele DJs, ich mache seit über 30 Jahren. Ich bin jetzt im 32. Jahr. Es gibt DJs, die machen das seit 10 Jahren. Gebt dem Jungen einfach mal die Möglichkeit, dass er euch das spielen kann, was er für gut hält. Ihr wisst überhaupt nicht, dass ihr mittlerweile in einer Clubatmosphäre feiert, wo einfach teilweise sogar schon von den Veranstaltern, die mit dieser Musik nichts zu tun haben, die nicht jeden Tag irgendwelche Playlisten auf DJ City und auf BPM Supreme und überall, was der Teufel, wo man sich Musik downloaden kann, wo sich diese DJs wirklich stundenlang damit zu Hause beschäftigen müssen, um wirklich gute Versionen, ein gutes Lied zu finden, um es euch im Club zu spielen oder aufs Mixtape zu packen. Und viele von diesen Veranstaltern, die machen das nicht, das muss euch mal klar sein. Die sagen einfach nur, ein paar Wochen bevor die Party stattfindet, ja, der DJ soll das und das spielen, ich will die und die Musik hier. Ihr hört mittlerweile vielen DJs zu, die einfach keine eigene, wirklich echte Einstellung haben, um den Leuten das zu geben, was man ihnen eigentlich geben sollte. Und das ist, Musik sollte flexibel sein. Der DJ sollte immer einen Spielraum haben, um den Leuten wirklich Musik zu spielen, wo man sagt, boah, krass, was war denn das jetzt? Es ist nicht krass, was war denn das jetzt, wenn ich von Tiger das halbe Album im Club höre und wenn ich irgendwelche Lieder, die ich schon seit Wochen auf meinem Handy rauf und runter höre, das ist keine Kunst, diese Lieder euch nahe zu bringen. Ihr kennt diese Lieder schon. Also ich sage nicht, man soll nur diese Musik spielen und diese Musik soll wirklich nur aus irgendwelchen Blends oder aus irgendwelchen unreleased, total schwer zu bekommenden Liedern bestehen. Aber man sollte dem DJ wenigstens heute die Möglichkeit lassen, dass er an einem Abend die Möglichkeit hat, diese Musik auch mit den Gästen zu zelebrieren. Und seine Show zu machen. Und seine Show zu machen, ganz genau. Cool. Ich bin sehr, sehr froh, dass du mein Gast warst. Ich habe mich auch sehr gefreut. Wirklich. Viel Erfolg für die Zukunft, Digi. Danke, danke. Ich grüße euch alle. Peace. Check DJ Icecap aus. Und ich habe auch ein paar Livestreams am Start, wo wir ein bisschen Spaß haben können.
Jo Leute, was geht ab? Das war unsere neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Channel, macht eine Bewertung, lasst einen Kommentar da, schaut in die Beschreibung, schaut in unseren Online-Shop, checkt das ganze Equipment, mit dem wir hier arbeiten. Wir haben alles verlinkt. Checkt uns auf Instagram, folgt DJ Icecap, seid am Start, checkt die nächsten Folgen, checkt auch die anderen Videos auf unserem Channel und bleibt dran. Ich bin Kanli, das ist Artist Talk. Haut da rein.